Mein Name ist Silvan Klautrath. Ich bin durch ganz Deutschland gereist, um mich mit den spannendsten Führungspersönlichkeiten auf einen Kaffee zu treffen. Heute bei Culture Coffee die ehemalige CEO von TLGG Frenzy Kühne und die neue CEO Stefanie Lüdecke. Also vielleicht noch eine geschlechterspezifische Frage. Ich habe in meiner Arbeit mit Frauen, auch die super erfolgreich sind, häufig das Gefühl, dass sie sich mehr selbst in Frage stellen, also mehr Selbstreflexion haben als eigentlich männliche Äquivalente. Also der typische erfolgreiche männliche Manager, mit dem ich dann arbeite, der denkt eigentlich, der hat das alles voll im Griff und hat ganz häufig nicht so viel Problembewusstsein eigentlich, was man vielleicht verändern könnte. Empfindet ihr das typisch Mann, dass Männer das weniger so sehen, dass die mehr blindes Selbstvertrauen haben? Also Selbstvertrauen ist ja so eine Sache, die einem anerzogen wird. Also ich glaube, Selbstvertrauen ist sehr geprägt durch das Elternhaus und was man für Erfahrungen in der Kindheit und in der Jugend macht. Deswegen würde ich da auch aus meiner Erfahrung weniger auf dieses Mann-Frau-Thema gehen, sondern eher auf so ein, wie ist man geprägt, wie ist man sozialisiert worden. Letztendlich kommt es immer darauf an, glaube ich. Ich glaube auch, dass es ein wesentlicher Stellhebel ist, aber ich kann deine Beobachtung an manchen Stellen teilen. Also wir erleben das besonders, wenn es darum geht, sich auf verantwortungsvolle Positionen zu bewerben. Dass sehr häufig Männer, die nachweislich nicht alle Attribute erfüllen, sagen, naja, liest sich gut, Teile kann ich mache das schon. Und wir bei Frauen manchmal so ein bisschen Einfluss nehmen müssen, dass sie sagen, nee, die erfüllen möglicherweise 3 Punkte mehr, aber 2 fehlen ihnen und dann bewerben sie sich nicht so leicht. Und das ist sicherlich was zum Teil damit zu tun hat, wie die Frauen aufgewachsen sind, was man ihnen da schon zugetraut hat. Und da an der Stelle mal so einen kleinen Push zu geben und zu sagen, komm Mädels, bewerbt euch, das könnt ihr. Das ist vielleicht schon noch ein Thema, wo man ein bisschen drauf hinarbeiten muss. Aber im Grundsatz würde ich Frenzy recht geben. Wir finden das sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber je früher sie in ihrer Karrierestufe sind, desto eher spielt es nochmal eine Rolle, dass wir merken, Mensch, irgendwie da müssen wir ein bisschen Mut machen, tatsächlich die Herausforderung anzunehmen und selbstbewusst auch mal mit Themen umzugehen, die man vielleicht noch nicht zu 100% abdecken kann, was völlig normal ist. Ich glaube auch, dass das Gesellschaftskulturelle, einfach wie wir so sozialisiert sind, ganz viel dann auch prägt, wie wir uns im Job verhalten. Es ist so schwierig zu erkennen, wie man das aufbricht dann. Ich stelle mir jetzt, du wolltest was sagen? Ja, letztendlich ist es die Kultur von einem Unternehmen auch. Also welche Kultur wird dort gelebt und vorgelebt? Also wenn ich als Frau merke, dass nur Frauen Elternzeit nehmen oder ein Jahr in Mutterschutz sind oder Elternzeit, da komme ich immer durcheinander. Das ist auch wieder eine Frage, wie wird es im Unternehmen gelebt und kann man dann zurückkommen und Teilzeit arbeiten, ohne komisch angeguckt zu werden oder immer auf derselben Position zu bleiben? Ist Führung in Teilzeit auch möglich? Solche Sachen sind es ja dann auch, die letztendlich prägen und die relevant sind für Frauen, aber eben letztendlich auch für Männer, die Elternzeit nehmen wollen und wie kommen sie dann wieder? Also wenn ich mir versuche vorzustellen, ich weiß jetzt nicht genau, wie eure Karrieren im Detail begonnen haben, aber an irgendeiner Stelle müsst ihr ja gesagt haben, okay, ich traue mir zu, sowas zu machen und ich stelle mir jetzt jemand anders vor, der sich das gerade nicht zutraut. Also jemand, der vielleicht am Beginn seiner Karriere ist und sagt, oh, keine Ahnung, die beiden, die haben so viel hingekriegt, das schaffe ich bestimmt gar nicht. Wie kann man denn jemandem helfen oder was kann man dem sagen, damit er sich auf den Weg begibt, sich was zuzutrauen? Ich glaube, letztendlich ist dieses Gucken auf andere total, also man guckt da einfach nicht hin, sondern man macht das, was einem Spaß macht, wo man weiß, man kann die Sache gut und dann geht man einfach den eigenen Weg, dieses Vergleichen mit anderen und auch Richtung Vorbilder. Ich bin sehr wenig vorbildorientiert, ich habe wenig Vorbilder, aber dieses immer auf andere gucken, sich vergleichen, das würde mir nicht gut tun. Und deswegen ist es so ein sehr fokussiert sein auf sich selbst, gucken, was kann ich, was macht mir Spaß, womit geht es mir gut und bei sich selber bleiben ist für mich das Wichtigste.
Ja, und mutig forsch voran, würde ich einfach sagen. Und das gilt auch wieder für alle, aber für die jungen Frauen im Job auf jeden Fall. Sozusagen sich was zuzutrauen. Und ich bin etwas anders geprägt als du. Sozusagen. Ich finde, Vorbilder spielen eine wichtige Rolle. Und von daher, je mehr erfolgreiche, starke Frauen man da draußen sieht, umso eher fühlen sich eben auch junge Frauen befähigt zu sagen, Mensch, irgendwie, wenn die das geschafft haben, kann ich das auch. Und trotzdem eben zu sagen, nicht einfach irgendwie ein Abziehbildchen von jemandem anderen zu sein, sondern die eigenen Skills nach vorne zu stellen und einfach Spaß bei dem zu haben, was man macht. Das ist, glaube ich, immer ein guter Tipp, den man jemandem geben kann. Und wir sind beide jetzt Mütter von Mädchen. Das heißt, irgendwie da einfach auch schon sehr früh in der Kindererziehung ganz klar zu sagen, hey, du kannst alles. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Und das gilt für die Jungs genauso wie für die Mädels. Und je mehr Selbstverständnis bei den Eltern da ist, desto selbstbewusster können die Kinder aufwachsen. Und dann haben wir es einfach mit selbstbewussten, starken, auf ihre eigenen Skills fixierten Jungs und Mädchen zu tun. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir hinterher im Job brauchen. Leute, die wissen, was ihre Fähigkeiten sind. Wir sind in einer extrem sich verändernden Gesellschaft und Wirtschaft unterwegs. Also es ist nicht der Skill, zu sagen, ich lerne etwas im Studium und das wende ich dem immer wieder an. Ja? Also deutsches Ingenieurtum ist wichtig und toll, ein super Skill, aber das alleine reicht nicht, sondern die Fähigkeit, sich anzupassen, sich zu verändern, immer wieder die neuen Herausforderungen anzunehmen. Das sind ja die neuen Kompetenzen, die man aufbauen muss. Und je früher Kinder das mitkriegen, desto mehr können sie es hinterher im Job auch anwenden. Witzigerweise hast du gerade einen Begriff gesagt, der mich ein bisschen beschäftigt. Manchmal spricht man so von einer starken Frau beispielsweise. Und das hat irgendwie so eine Konnotation, die ich noch nicht ganz verstehe. Warum sagen wir das eigentlich immer so? Ich sage das auch häufig, ne? Das ist ja eine starke Frau. Warum ist das wichtig, dass das eine starke Frau ist? Muss eine Frau stark sein, damit sie erfolgreich ist oder führen kann? Würde ich jetzt spontan sagen, nee, es gibt ja auch irgendwie sehr sanfte Männer, die eine riesige Firma aufbauen. Bill Gates, also ist jetzt ja nicht irgendwie so der typische auf den Tisch hau Typus. Warum sagen wir das immer so, eine starke Frau? Das ist eine gute Frage. Ich kann es auch gar nicht ganz eindeutig beantworten. Und in der Tat muss man sich vielleicht überlegen, ob das eine richtige Formulierung ist. Wobei für mich stark nicht irgendwie sozusagen das Gegenteil irgendwie von jemandem ist, der einfach sensibel ist und empathisch ist. Das sind ganz große Kompetenzen, die man für Stärke auch braucht. Ja? Man braucht ein großes Set an Instrumenten, um einfach in seinem Leben gut zu bestehen und um auch ein Unternehmen erfolgreich führen zu können. Und das führt am Ende zu Stärke. Und deswegen, glaube ich, braucht es starke Männer und starke Frauen, die Unternehmen führen und unsere Gesellschaft voranbringen. Weil die Stärke dann ja auch, um den Kreis ein bisschen zu schließen, in der Authentizität, die wir am Anfang besprochen haben und dann halt auch in der Art und Weise, wie man mit Situationen umgeht, die ja auch nicht immer laut sein muss, aber halt stark im Kern. Wir sind ja gerade im Bereich Tipps und Tricks ein kleines bisschen, um zu schauen, wie kann man denn Leuten von eurer Erfahrung beispielsweise etwas mitgeben. Ich kannte mal jemand, der hat bei einer Boulevardzeitung gearbeitet. Der war total unglücklich. Also es war eine toxische Kultur und das war wirklich schlimm für den da. Also, und der war da aber trotzdem sehr lange. Es hat ihn ganz lange gebraucht für ihn, um zu entscheiden, da wegzugehen. Der war dann total glücklich, dass er irgendwann die Entscheidung getroffen hat. Eigentlich hat das zu lange gedauert, würde man sagen, von außen, dass er diesen Schritt gemacht hat. Was kann man Leuten sagen oder raten, die in einer ähnlichen Situation sind? Wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, irgendwie das geht hier für mich nicht weiter, toxische Kultur tut mir nicht gut? Also ich glaube, toxisch tut niemandem gut, auch dem Unternehmen nicht, irgendwie, was diese Kultur hat. Von daher wäre wünschenswert, irgendwie, dass sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte das schnell verstehen und gemeinsam versuchen, dagegen anzuarbeiten und eine neue Kultur ins Unternehmen zu bringen. Ich würde jedem raten, so lange im Unternehmen zu bleiben, solange er sagt, es tut ihm persönlich noch gut und er hat das Gefühl, selber Impact zu haben, um etwas zu verändern. Denn wenn wir alle aus schwierigen Situationen einfach nur flüchten, wird sich ja nichts verändern. Wenn man aber merkt, man kann nicht genügend Leute hinter seine eigenen Ideen bringen und Impact im Unternehmen entfalten, dann würde ich rein aus Selbstschutz sagen, irgendwie würde ich solche Firmen verlassen. Und jetzt haben wir toxisch gerade so selbstverständlich gesagt. Wann ist denn eigentlich eine Kultur toxisch? Gibt es da einen Messgrad für, dass man sagt, okay, hier das nicht mehr in Ordnung? Ich glaube nicht, dass es ein objektiver Messgrad sein kann, sondern hast du schon mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo die Kultur toxisch war?
Ich würde das nie für eine gesamte Kultur sagen. Ich glaube, ich habe Elemente erlebt, die ich toxisch finde, in Abteilungen aber so. die in meinem eigenen Werteempfinden toxisch wirken. Ich habe Situationen kennengelernt, wo man im Unternehmen gerne viele Leute auf der gleichen Position eingestellt hat als Führungskräfte und die sehr bewusst hat gegeneinander laufen lassen, um hinterher zu sagen, okay, die Hälfte wird aussortiert, die andere Hälfte bleibt drin. Und das war sehr schnell den Leuten klar, dass das so ist. Das, finde ich, war eine Kultur des internen Wettbewerbs, die ich nicht mehr gesund fand. So, ob ich das toxisch genannt hätte, ist vielleicht eine Frage, aber das war einfach nicht in Ordnung. Und da haben wir versucht, mit einigen Leuten einfach in unserem Einflussbereich ganz klar dagegen zu arbeiten und zu sagen, hey, das ist eine Kultur, die wir nicht haben wollen. Wir leben das in unseren Bereichen anders. Wir schenken mehr Vertrauen, wir sind transparenter. Wenn wir Wettbewerb wollen, dann machen wir den sehr transparent. Und da, wo wir Wettbewerb eher unglücklich und toxisch finden, da implementieren wir den in unseren Unternehmensbereichen nicht. Und wenn man die Chance hat, auf Position zu sein und vielleicht auch eine gewisse Offenheit in der Unternehmenskultur findet, um solche Dinge zu verändern, ist es sehr lohnenswert, da zu bleiben und einfach seinen Einfluss geltend zu machen, Gleichgesinnte zu suchen und gemeinsam daran was zu verändern. Ich habe so ein bisschen den Vergleich im Kopf zu einer familiären Situation. Wenn man in einer Familie ist, dann akzeptiert man ja auch häufig Dinge, die einfach nicht in Ordnung sind. Vielleicht auch, weil wenn du jetzt zum Beispiel aufgewachsen bist in einer Familie, du kennst es gar nicht anders. Du denkst, okay, das ist halt so, das muss ich so akzeptieren. Und ein kleines bisschen ist das ja im Job auch so. Man hat ja ein Abhängigkeitsverhältnis, man ist vielleicht ist nicht ganz leicht, irgendwie einen anderen Job zu finden, der ähnlich gut bezahlt. Das heißt, man akzeptiert ja in Tendenz länger etwas, was nicht so gut ist, als wenn keine Abhängigkeit da wäre oder wenn es klarer wäre, was man akzeptieren muss. Also ist eigentlich schade, dass es nicht so einen Messgrad dafür gibt oder dass es den Leuten nicht klarer transportierbar ist, was sie akzeptieren müssen und was nicht. Zero Tolerance, hatten wir ja von drüber gesprochen, ist natürlich ein bisschen was man dafür nutzen kann. Naja, und letztendlich ist es die gesunde Selbstreflexion, die man lernen muss. Also zu hören, was tut mir gut und was tut mir nicht mehr gut. Ja. Und dann, so wie Steffi auch sagt, was kann ich daran ändern? Und wenn ich nichts ändern kann, muss ich konsequent sein und Entscheidungen treffen. Ja. Toll, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen und dass ihr meine ganzen genderspezifischen Fragen ausgehalten habt. Ihr seid die ersten weiblichen CEOs, die ich vor die Flinte bekommen habe. Also, deswegen haben wir die ganzen Frauenfragen. Genau, deswegen habt ihr die alle abbekommen. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich hoffe, den Zuschauern hat es auch Spaß gemacht und vielen Dank für eure Zeit. Danke.